Ich möchte ja Simba nicht über den grünen Klee loben. Zumindest nicht, bevor ich nicht wenigstens reingeguckt habe. Aber sie sind ein Vorbild hier. Es ist in Pappe verpackt und nicht in Plastik. Es ist zwar leider hochglanzbedruckte Pappe, aber es ist immer noch Pappe und kein Plastik, was man sowieso in den Müll werfen würde. Sehr gut, Simba. Davon können sich Draco und wie sie alle heißen immer eine Scheibe abschneiden. Nun zum Wesentlichen. Buxted Back to the Moon. Worum geht es hier? Ich habe irgendwie nachgelesen, es geht um irgendwelche Figuren, die vom Mond kommen, auf der Erde gelandet sind und jetzt wieder zum Mond zurück wollen. Dazu gibt es eine Zeichentrickserie und es gibt ein Online-Spiel, das ich mir auch angesehen habe. Das ist ganz niedlich gemacht und ist ganz eindeutig ein Lemmings-Klon. Leider ist die Steuerung zumindest im Browser so schlecht, dass man wenig Spaß daran hat, denn es hakt und ruckelt an allen Ecken und Enden. Das kann man jetzt in diesem Video nicht so gut sehen, weil es ausnahmsweise mal nicht hakt und ruckelt, aber in den meisten Versuchen, die ich hatte, hing es doch arg und sogar das Intro ruckelt schon so stark, dass man die Musik nicht mal richtig hören kann, weil sie dauernd aussetzt. Und nein, an meiner Internetleitung liegt es wohl nicht. Die iPad-Version hat im iTunes Store Kritiken, aus denen hervorgeht, dass auch das nicht ganz eitel Sonnenschein ist. Eine von 18 Figuren zum Sammeln und Tauschen ist hier drin. Da es aber nur 9 Charaktere gibt, hat Simba einfach von jedem Charakter 2 Versionen gemacht. Eine stehend und eine mit ein bisschen Animation drin. Warum nicht? Kann man machen. Sehen alle recht niedlich aus, wenn man denn den Style mag. Ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Sehr farbenfroh, definitiv. Mit drin ist auch noch ein Code für extra Power im kostenlosen Online-Game. Ja, es ist natürlich ein Free-to-Play-Game, was auch sonst. Man kann sich damit gewisse Boosts im Spiel verschaffen. Ansonsten muss man dafür bezahlen. Ist ja ganz nett, dass sie das noch zusätzlich hinzufügen. Warum nicht? Ich schaue einfach mal rein, was wir hier so kriegen. Ach, Simba. Hatte ich euch nicht gerade gelobt, dass es eine Pappverpackung ist? Und jetzt macht ihr das. Die Plastiktüte. Prima! Schneiden wir mal lieber auf. Was ist das? Ein Typ mit einer 1 drauf. Und einem Sturzhelm. Wer kann es sein? Montana. Sehr zu Diensten. Sieht sehr gut aus. Also muss ich sagen. Für das Detaillevel recht ordentlich. Steht auch, dafür hatte man gesorgt. Ein Sticker gibt es auch dazu, der genau dasselbe zeigt. Warum auch nicht? Und natürlich der obligatorische Code. Bitteschön. 1, 2, 3. Weg ist er. Das ist also Buxted Back to the Moon. Ich kann nicht meckern. Außer der Frechheit mit der Plastiktüte in der Pappkarton. Das musste nur wirklich nicht sein. Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Das landet glatt im Regal, muss ich wirklich sagen. Ich habe übrigens noch einen. Da ist er. Das ist Panzer. Jawohl. Auch Panzer hatte einen Code dabei. Den hier. Bitteschön. Und weg ist er. Und natürlich auch einen Sticker. Warum auch nicht? Panzer hat praktischerweise, damit man sich seinen Namen merken kann, einen Panzer auf der Brust. Was er kann, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er einfach alles umrennt im Spiel. Möglicherweise, denn so sieht er aus. Ziemlich lila auf jeden Fall. Wie gesagt, ab ins Regal mit den beiden. Und ich meine wirklich mit den beiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.